So, und ich stehe ja bei Michi Rudroff, der sich ja in Colmar schwer verletzt hat, an der etwas gefährlichen Strecke in Luxemburg. Michi, wie sieht's aus? Dein Knie wieder in Ordnung? Weil ein gutes beides Knie, das heilt schnell wieder. Und ich bin auch wieder froh, dass ich auf der Rennstrecke bin. Das hat jetzt 4 Wochen gedauert, aber ich bin wieder voll fit. Und es ist zwar gestern nicht so gut gelaufen, gerade 7. im Training. Und ich muss jetzt schauen, dass es im Rennen ein bisschen mehr rausschaut. Im Gesamtklassement bist du jetzt am 5. Platz. Wie siehst du aus? Glaubst du, du hast noch Chancen, unter die ersten 3 zu kommen in den letzten 4 Rennen? Nein, also die Chancen sind weg, weil ich habe jetzt halt 4 Rennen auslassen müssen. Es sind zu viele Punkte, die ich jetzt verloren habe. Für mich ist jetzt mal ausschlaggebend der 5. Platz, den müssen wir halten und so. Also schauen wir uns mal an, wie du es heute machst. Auf jeden Fall viel Glück und pass gut auf dich auf. Danke, Michi. Ein Wunder, dass er überhaupt wieder auf der Maschine sitzt. Was soll er da an die Meisterschaft denken? Sein Knie ziert eine Dreiviertel-Kreis-Narbe rund um die Kniescheibe. Er ist operiert worden in Luxemburg direkt nach seinem Sturz in Colmar Berg und hat 5 Tage später schon wieder Bewegungsgymnastik gemacht mit einer Spezialschiene am Knie. War am Freitag darauf schon wieder bei Testfahrten mit der privaten Maschine am Salzburgring unterwegs. Also der Michi Rudroff, ein ganz harter Knochen. Zurück in die Startaufstellung. Ja, und ich stehe hier bei Udo Mark. Zurzeit natürlich auch noch sehr fit eigentlich, aber gestern Abend wurde ein bisschen gefeiert, aber da hast du natürlich nicht mitgemacht, Udo. Du hattest aber Vergaserprobleme. Habt ihr die gelöst? Ja, man kann es nicht als richtige Probleme bezeichnen, es hat nur nicht optimal funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass mein Team perfekte Arbeit leistet wie immer und bin sicher, dass das Motorrad gut funktioniert. Also heute auch in der ersten Startreihe, daran sieht man schon, dass es gut funktioniert hat. Viel Glück gleich fürs Rennen. Danke, Udo. Es gibt mehrere Sieganwärter. Mal hören, was denn die Experten meinen, wer heute ganz oben in diesem ersten Lauf auf dem Podest stehen werden. Unser Tipp des Tages. So, wir kommen jetzt zum Tipp des Tages, meine Damen und Herren, wie immer präsentiert von PS, dem Sport-Motorrad-Magazin. Neben mir steht Alexander Gahl, der Geschäftsführer des Pannonia-Rings. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ein toller Ring, eine tolle Rennstrecke, sagt auch jeder Motorradfahrer. Aber jetzt zum Tipp des Tages. Wen sehen Sie vorne? Ich als Österreicher bin natürlich Lokalpatriot und sehe Andi Mecklau vorne. 2. Platz Christa Lindholm und 3. Platz Udo Mark. Also wir schauen uns das in Ruhe an. Andi Mecklau mit großen Erwartungen hier am Pannonia-Ring. Wir sehen uns gleich wieder zur Startaufstellung. Wir schauen in die Startaufstellung und auf der Pole Position einmal mehr der 6-fache Laufsieger der Saison. Das ist Christa Lindholm aus Schweden, 31 Jahre alt. Andreas Mecklau mit Lokalmatador, wenn man so will. Er wohnt ja nicht allzu weit von hier entfernt. Auf dem 2. Startplatz nur eine Zehntel langsamer als der Polesetter. Auf Rang 3 Udo Mark, der seit der ersten Pro Superbike-Saison mit dabei ist. Zufrieden mit dem Training, mag diese Rennstrecke hier sehr, sehr gerne. Er meint endlich wieder mal eine echte Herausforderung für die Piloten. Jochen Schmid, der 4. im Bunde, der 4er-Bande, die unter 1 Minute 57 Sekunden im Training geblieben ist. Alle 4 haben diese Zeiten in den letzten 12 Minuten des 2. Zeittrainings geschafft. Also da haben sie sich gegenseitig nochmal kräftig angepusht. Die 2. Startreihe, Gregorio Lavia, der heißblütige Spanier, zuletzt Laufsieger am Nürburgring, mit Reifenproblemen, wenn es richtig heiß wird. Brian Morsen in seinem letzten Pro-Superbike-Einsatz für das Alpha-Team in diesem Jahr. Die 3. Startreihe, Eskil Sutter, wir kennen ihn aus der 250er WM, mit Arpad Hamati, er der Lokalmatador. Sebastian Fitztum, den kennen wir vom Skifahren her. Zum 7. Mal, hat er uns vorher in den News ja erzählt, erst in diesem Jahr auf dem Motorrad sitzend und schon auf dem 13. Startplatz. Alle Achtung. Harry Fatt, er kämpft das ganze Wochenende bereits mit Leistungs- und Setup-Problemen. Paul Leuthardt, der Schweizer, dann Heinz Platazis. Er einer von 3 Piloten, die seit der Saison 91 mit dabei sind, und Klaus Ehrenberger in der Reihe 5. Oswald Niederkircher und Horst Tauchner, die beiden auf einer Suzuki sitzend, und dann hinter ihnen eine Phalanx von Kawasaki-Fahrern. Ganz am Ende des Feldes Laszlo Papp, er auch hier aus Ungarn und damit auch ein Lokalmatador. Michael Galinski heute wieder bei uns mit dabei, bekannt den Motorradfans natürlich aus der Supersport-Serie. Er aber hier heute nicht am Start in seiner Kategorie, und das auf diesem neu geschaffenen Pannonia-Ring. Da müsste doch eigentlich bei jedem Motorradrennfahrer angesichts des Designs der Strecke höher schlagen. Warum nicht fahrend? Ja, also es ist wirklich eine wunderschöne Strecke hier, und ich habe mit allen Fahrern gesprochen und bin selber schon hier mit dem Roller nur gefahren, und es ist so, jeder sagt, es ist wirklich mal wieder eine Strecke für den Fahrer. Ich konnte leider nicht fahren, weil wir unser Wellbrock-Training hatten, 2 Tage lang, und na gut, muss ich jetzt hier mal zuschauen. Die Luft, Sie sehen es eingeblendet, sommerlich warm mit 27 Grad, und das schon am späten Vormittag. Das lässt einiges erwarten, auch dann für den 2. Lauf. Asphalttemperatur 34 Grad Celsius. Im Training, da gingen die Temperaturen auf diesem dunkelschwarzen Asphalt bis auf 54 Grad hoch. Da waren die Probleme für viele doch erheblich größer.
Die rote Flagge noch vor dem Feld, nicht alle Fahrer auf ihren Positionen. Es dauert noch ein ganz kleines bisschen. Das gibt mir die Gelegenheit, noch darauf hinzuweisen, dass der Rob Phillips nicht nur die linke Hand gebrochen hat, mit einer getapten Hand fährt, ohne Medikamente, ohne schmerzstillende Spritze. Er ist auch mit dem linken Fußraster in einer Kurve gestern hängen geblieben und hat sich auch noch komplett das linke Knie verdreht. Also der kann nicht mal mehr geradeaus gehen, aber Motorradfahren. Start zum 11. Lauf, geglückt. Fast alle ganz gut weggekommen. Und ganz vorne, es war nicht anders zu erwarten, Christa Lindholm. Aber da wird es eng eingangs der ersten rechts. Alles sauber gegangen, ohne große Probleme. Die Fahrer sehr diszipliniert. Und die Spitzenpiloten, die wissen natürlich, das Rennen gewinnt man nicht in der ersten Kurve. Das ist vollkommen richtig, aber wie so oft haben wir schon gesehen, dass gerade die ersten Kurven, dieser Start ist wichtig, weil das Rennen geht nur über 11 Runden und das ist schon fast ein Sprintrennen. 6 Laufsiege hat er bereits hingelegt, der Christa Lindholm. Kein guter Start in Zweibrücken zu Saisonbeginn. Ausfall in Lauf 1, dann noch Dritter geworden in Lauf 2. Sachsenring, der erste Sieg des Jahres für ihn. Doppelsieg in Most, Doppelsieg in Colmar. Zuletzt ein Laufsieg am Nürburgring. Und wer hier Meister werden will, der muss vor allen Dingen erst einmal den Schweden schlagen. Viele meinen, er kann sich nur noch selber aus der Wertung heraus katapultieren. Er hätte es heute Morgen beinahe geschafft. Wie das? Im Warm-up hat er seinen besten Motor verheizt. Der ist schlichtweg kaputt gegangen. Und da musste innerhalb von 50 Minuten aus der Ersatzmaschine der Motor gewechselt werden in dieses Kit. Eine rekordverdächtige Arbeit seiner kompletten Mannschaft. Warum hat er nicht einfach das Ersatzmotorrad genommen? Ganz klar, auf dem Kit, auf dem er jetzt sitzt, da ist eine Trockenkupplung. Wo ist denn der Unterschied? Was macht diese Trockenkupplung so wertvoll? Also die Trockenkupplung ist erstmal völlig außerhalb des Öls. Man hat keine Punchverluste und dementsprechend auch ein bisschen mehr Leistung. Man kann nur etwas schwieriger starten damit, aber er hat halt einfach den besseren Motor mit dieser Trockenkupplung. Wir sehen hier mit der Nummer 2 gerade noch am Bildrand, weit zurückgefallen, Jochen Schmid. Er hat seinen Start richtiggehend versaut, war in der ersten Startreihe, ist aber jetzt auf Rang 8, 9 zurückgefallen. Also das hat gar nicht so geklappt, wie er wollte. Meinte noch nach dem Training, am besten ist es hier gleich in Führung zu gehen und vor dem Feld weg zu hetzen. Denn ganz wichtig auf diesem Pannonia Ring, dass man die Maschine sehr rhythmisch, sehr flüssig durch die Kurven durchbringt. Kein heftiges Anbremsen, kein zu starkes Herausbeschleunigen. Hier ist absolut flüssiger Rhythmus gefragt. Und das kann man natürlich am einfachsten an der Spitze sitzen, wenn man die Ideallinie fahren kann. Genau, es kommt hier darauf an, da sind so Kurvenkombinationen und da ist es wichtig, gut durchzukommen. Wenn man eine Kurve viel zu schnell anfährt, dann passt es bei der nächsten nicht mehr. Und deswegen kann man vorneweg natürlich am besten erstmal fahren, muss nicht den Vordermann da. Die Reihenfolge nach der ersten Runde: Lindholm vor Udo Mark, Gregorio Lavia, Andreas Meklau, Michael Rudroff bereits auf Rang 5, dann Jochen Schmid auf Rang 6. Arpad Hamati, der Ungar, 7. Dann Robert Hüber, Rob Phillips, Eskil Sutter, der Umsteiger aus der 250er-Klasse, mit seinem ersten Pro-Superbike-Rennen auf Rang 10 nach der ersten Runde. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Janosch Feck, der Ungar, auf 11. Dann Sebastian Fitztum auf Rang 12. Und das ist für mich nahezu unerklärlich. Er hat uns vorher erzählt, erst 7 Mal in diesem Jahr auf der Maschine gesessen. Sofort 13. im Training und jetzt auf Rang 12 im Rennen. Wie geht das denn? Ja, also er hat eigentlich ein wirklich hervorragendes Motorrad hier an den Start geschoben, die Ducati, die er fährt. Das ist das alte Motorrad von Herbert Enzinger. Wer schon länger Superbike schaut, der weiß noch, wer Herbert Enzinger ist. Und man muss wirklich trotzdem sagen, er hat sich hier optimal geschlagen. Und wenn er den 12. Platz hinkriegt, ist wirklich sensationell. Was mich ganz besonders freut, ist, dass Michi Rudroff hier dieses Tempo mitgehen kann. Für mich sensationell, wie schnell er auf die Rennstrecke zurückgekommen ist nach diesem fürchterlichen Sturz in Colmar Berg. Normalerweise völlig unmöglich, nach knapp 4 Wochen schon wieder Rennen zu fahren, mit vollem Einsatz hier in diese Kurven zu gehen. Aber er ist ein wirklich harter Knochen, hat seine absolute Coolness, seinen bayerischen Witz nicht verloren. Und er meint, so schnell wirft mich nichts um. Muss allerdings hier schon leicht abreißen lassen nach Ende der 2. Runde. Und Christa Lindholm, er bestimmt das Tempo. Nicht einmal so ein Motorplatzer, den Verlust seines Lieblingstriebwerkes bringt ihn hier aus der Ruhe. Es gibt einen Sturz, hören wir gerade von unserem Regisseur Werner Exler. Wollen wir mal gucken, was da passiert ist? Das ist Thomas Klink auf der Honda, der leider da ein ganz wenig überzogen hat. Und auf die linke Hand kräftig gefallen ist. Wir hoffen, dass da nichts passiert ist, dass wir ihn zumindest im 2. Lauf wiedersehen können, den Thomas Klink. Das ist natürlich jetzt bitter, denn er lag auf 10. Platz in der Gesamtwertung.
Und er wollte sich hier natürlich im Gesamtklassement ein bisschen verbessern. Es geht um die Planungen für das nächste Jahr. Und desto mehr Punkte, desto besser die Platzierung, desto einfacher dann natürlich auch die Verhandlungen mit vermeintlichen Sponsoren. Auch dieser Druck nimmt Ende des Jahres zu bei den einzelnen Piloten. Das hört man aus jedem einzelnen Gespräch heraus. Klar, es ist absolut jetzt so diese Zeit, wo neue Verträge gemacht werden, wo man sich für ein neues Team wirklich jetzt auch zeigen kann, was man wirklich drauf hat. Und ja, das ist eben Ende der Saison wird es wirklich härter. Und Christa hat natürlich jede Menge Selbstvertrauen jetzt getankt durch die ganzen Siege. Wenn ich sehe, wie der vorne wirklich dieses Tempo macht, das ist schon wirklich sehenswert. Und vielleicht bekommen wir dann irgendwann auch mal Informationen aus der Boxengasse, was mit Brian Morrison los ist. Der erscheint nämlich hier auf unserem Computer überhaupt nicht, als ob er gar nicht am Start gewesen wäre. Das verwundert mich jetzt dann noch ein bisschen. Brian Morrison habe ich gesehen, in der ersten Runde hat er schon ja, einen ziemlichen Highsider beim Rausbeschleunigen. Und ja, vielleicht hat er irgendein Problem, dass er wirklich Öl auf den Reifen hat oder sonst was. Vielleicht zwickt auch die neue ungarische Unterwäsche. Der Langstreckenweltmeister aus Schottland von Edinburgh über London hierher geflogen. Und dabei ist das Gepäck irgendwo auf der Strecke verlustig gegangen. Stand gestern im Fahrerlager. Alle haben schon so ein bisschen die Nase gerümpft, gemeint, ob er nur noch alte Socken dabei hätte. Die Erklärung, ganz klar, er hatte nichts zum Wechseln. Wir wollten dann schon eine Wäschesammlung für ihn starten, aber da kam aus dem Alpha-Team eine nette junge Dame, hat ihn an die Hand genommen und dann ging es ab Richtung Supermarkt. Die Geschäfte hier in Ungarn samstags bis 7 Uhr auf, während wir sehen, dass Gregorio Lavia sich vorbeischiebt an Udo Mark an die zweite Position. Und dann ging es auf Wäschekauf und er hat sie dann nochmal eine komplette Ausstattung zugelegt, der Brian Morrison. Und prompt kam heute Morgen mit dem Taxi das Gepäck aus Budapest nachgereicht. Jetzt hat er doppelte Ausstattung und darf mit Übergepäck nach Hause reisen. So kann es gehen. Die kleinen Geschichten am Rande der Pro Superbike, über die man schmunzeln darf und auch kann. Aber auch wenn das mit dem Gepäck nicht so geklappt haben sollte, großes Lob an die Veranstalter hier am Pannonia Ring. Eine sensationelle Rennstrecke und die Leute unglaublich freundlich, hilfsbereit. Ich glaube, für alle, die wir hier arbeiten durften an diesem Wochenende, ein echtes Vergnügen. Das Wetter spielt mit. Also, was wollen wir mehr? Auf diesem Kurs kommt es auch nicht ganz so auf die Reifenabstimmung. Die haben eigentlich alle im Training die Rennreifen gefahren. Also es sind hier fast keine Qualifier benutzt worden. Und deswegen, man kann auf diesem Asphalt relativ weiche Gummis fahren. Und das kommt eigentlich jetzt den Piloten zugute. Sie konnten optimal fürs Rennen abstimmen. Wir haben ja gesehen beim Herausbeschleunigen, wie unruhig die Maschine von Christa Lindholm liegt. Zuckt da doch gewaltig in der Gegend herum und der Schwede hat doch seine Liebe, Mühe und Not, muss hier all sein Können aufbringen, um diesen Platz an der Spitze zu verteidigen. Woran kann das liegen? Ja, also er ist wirklich unter Druck im Moment und wir wissen, der Spätbremser Lavia, der wird alles dran geben, die richtige Ecke jetzt auszusuchen und sich wirklich die Linie ein bisschen zu studieren. Aber ich denke, Christa hat wirklich den genügend Power, dass er das auch kontern kann. Gregorio Lavia, er muss alles hier auf diesen ersten Lauf setzen, denn seine Pirelli-Reifen, die bauen ab, umso heißer es wird. Das heißt, im zweiten Lauf, wenn das so mit der Sonneneinstrahlung weitergeht, dann dürfte er nicht mehr ganz vorne zu erwarten sein. Woraus entnehmen wir das? Ganz einfach aus den Trainingssessions, denn er war der Schnellste nach dem ersten Zeittraining und da war es doch noch deutlich kühler. Und gestern Nachmittag im zweiten Zeittraining bei Temperaturen von über 50 Grad auf dem Asphalt fiel er flugs zurück auf Rang 5, konnte am Ende die tollen 1,56er Zeiten der Spitzenfahrer nicht mehr kontern. Es ist sowieso ein Wunder, sagen wir, Pirelli als Neueinsteiger, für den sind viele Strecken neu und wie schnell sie an die Spitze gekommen sind, war ja für viele schon ein Wunder. Und klar, man muss dran arbeiten, man muss weiterarbeiten und da haben sie mit dem Gregorio wirklich einen super Testfahrer. Eigentlich hätte Andreas Mazzali die Rolle des Testfahrers in der DeCecco Racing Mannschaft übernehmen sollen und hauptsächlich auch arbeiten sollen für Gregorio Lavia. Aber dieser Andreas Mazzali ist ja schon seit einigen Rennen nicht mehr mit dabei. Eine etwas undurchsichtige Geschichte, teamintern. Da wollen wir gar nicht weiter drauf einsteigen. Dennoch, der Gregorio Lavia, er muss jetzt die ganze Arbeit nahezu alleine machen. Und es ist ein Vorteil, wenn man zu zweit arbeiten kann. Wenn man zu zweit aussortieren kann, man spart sich sehr, sehr viel Zeit. Genau, man hat jede Menge Reifenmischungen, die man probieren muss auf den Rennstrecken, wo man noch nicht war. Und das ist mit zwei Mann natürlich wesentlich einfacher. Sie fuhren das gleiche Fabrikat, da können sich wirklich ergänzen. Udo Mark war sich sicher, dass das heute auf alle Fälle eine interessante Geschichte wird, denn der Belag ist unglaublich rau, bietet sehr viel Grip. Er hat das verglichen mit dem Nürburgring, also auch fahrerisch genauso anspruchsvoll diese Strecke wie unser berühmter Eifelkurs.
Und wir haben gesehen, Gregorio Lavia hätte dabei einen Absteiger gehabt. Aber das kennen wir ja von ihm. Das ist seine Fahrweise. Wir wären enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Oh, jetzt kommt Andi Mecklau mächtig auf. Er hat gerade Udo überholt. Und ja, man sieht, dass er eigentlich mehr Speed hat. Und der Gregorio ist eigentlich mit seinen vielen Rutschern schon wirklich fast am absoluten Limit. Und die Mannschaft von Gregorio Lavia bestens drauf. Wir haben den Mechaniker gesehen mit einem besonders raffinierten Hut heute Morgen. Die haben auch für Stimmung gesorgt gestern Abend im Fahrerlager. Aber die Stimmung dürfte jetzt langsam ein bisschen sinken, denn auch Udo Mark ist an Gregorio Lavia vorbeigegangen. Haben wir hier wieder den Effekt, dass der Spanier etwas zu hart in das Rennen reingegangen ist, seine Reifen zu früh verheizt hat und nichts mehr zulegen kann? Ja, aber er suchte immer diese Flucht am Anfang, weil nur da kann er sich vielleicht ein bisschen absetzen und dann am Ende halt mit den etwas nachlassenden Reifen ja, ordentlich noch mitfahren, ordentliches Resultat haben. Nur man sieht, wie schwer er zu kämpfen hat hier. Sein Mechaniker, den wir eben an der Boxenwand gesehen haben, gestern am Spätnachmittag nach dem zweiten Zeittraining mit einigen Eimern Wasser auf die Boxengassendecke hochgeklettert und hat von oben die anderen Teams richtig schön abgeduscht. Das komplette Team Suzuki Deutschland hatte dabei erwischt und auch die Mannschaft von Jochen Schmid wurde komplett nass. Aber momentan wird hier der Spanier eingeseift und das wird ihm gar nicht schmecken. Jochen Schmid und Michi Rudroff fahren momentan so ein bisschen ein Rennen für sich. Der Abstand zum Führenden vorne 6,7 Sekunden für beide. Aber ich denke, der Gregorio Lavia, der führt zu den beiden vielleicht fast ein bisschen zurückfallen, wenn das so weitergeht. Oder die beiden kommen auf. Das wird jetzt spannend in den nächsten Runden. Der Abstand ist schon relativ groß und man muss sich wirklich wundern, wie Michi Rudroff, ja, der beißt förmlich sich am Jochens Hinterrad fest. Und nach dieser Verletzung so hart wirklich übers Rennen zu fahren, das ist schon wirklich bewundernswert. Dass er die 1,57er Qualifying-Zeit hinlegte, haben viele darauf zurückgeführt, dass er einen Qualifier-Reifen aufgezogen hätte. Das waren allerdings alles Spekulationen. Dem ist nicht so. Er ist mit seinem Rennreifen gefahren, zumindest mit dieser Mischung. Also das zeigt, dass die fahrerische Klasse einfach bei ihm da war und nicht das Material gestern ausschlaggebend war. Genau, Pirelli und Metzler, die haben auch gar keine oder setzen gar keine richtigen Qualifiers ein, wo wir schon vorhin drüber gesprochen haben. Sie haben recht weiche Reifen, die aber mindestens 6, 8 Runden halten und wo man sogar zur Not das 11 Runden lange Rennen fahren könnte mit. Und deswegen haben sie eine optimale Abstimmung gefunden jetzt. Vorne an der Spitze 2 Fahrer mit Michelin-Reifen, dahinter Udo Mark mit dem Dunlop. Und Michelin hat vielleicht auch heute wieder das schwarze Gold in den Händen, wenn man so will. Dennoch, die beiden werden bevorzugt, das ist klar, der Udo Meckler und der Christa Lindholm, die liegen in der Gesamtwertung am weitesten vorne. Aber sie haben nicht die gleichen Reifenmischungen. Das kommt ganz einfach daher, dass die Reifen abgestimmt werden müssen auf die Motorradcharakteristik. Und da die beiden ja nicht dieselbe Maschine fahren, haben sie also auch eigene Reifen, die speziell für die eigene Maschine abgestimmt sind. Der Andreas Mecklau mit einer Ducati unterwegs und der Christa Lindholm mit einer Yamaha. Und wo liegt denn da der große Unterschied in der Charakteristik? Also erstmal in den Einzelhubräumen, der eine als 4-Zylinder, der andere als 2-Zylinder. Und dann ist es aber auch ausschlaggebend, der Andi Mecklau hat einen wahnsinnig runden, effizienten Fahrstil. Also er macht wirklich alles mit Schwung, wobei der Christa etwas aggressiver fährt und dadurch auch einen ganz klein bisschen größeren Reifenverschleiß hat und eine Nummer härter fahren muss. Der Stand nach 7,5 Runden: Christa Lindholm vor Andreas Mecklau, Udo Mark, Gregorio Lavia, Jochen Schmid auf Rang 5, dahinter Michael Rudroff. Eskil Sutter hat sich auf Rang 7 bereits verbessert, dann Rob Phillis, Arpad Hamati, der beste Ungar auf Rang 9, hinter ihm Robert Hüber, dann Sebastian Fitztum, der sich blendend hält in diesem Feld, Janosch Fek, dann haben wir den Herrn Kamlek aus der Slowakei, den wir Ihnen schon vorgestellt haben, Fat, Platazis, Leuthard, Niederkircher, Radostic, Taucher, Jonda und Lapp. Dann haben wir das komplette Feld einmal durch. Mecki nach vorne. Ja, das hätte sie gerne, die gute Frau. Aber er ist absolut dran. Es wird wirklich spannend werden bis in der letzten Minute, weil man sieht richtig den Power von Andi und er wird es heute versuchen. Er war noch nie so nah dran wie jetzt. Und Udo Mark momentan ein bisschen gedrängt in die Beobachterposition. Hat er unter Umständen am Ende als lachender Dritter das Potenzial, an den beiden nach vorne vorbeizuziehen, wenn die sich aufarbeiten? Das kann natürlich durchaus passieren, weil Udo ist in Schlagdistanz. Also er guckt sich das an und wenn die vorne sich nur ein ganz klein bisschen behaken, dann kann er ihnen durchschlüpfen. Und das fasziniert mich auch immer wieder an dieser Superbike-Serie, das Herausbeschleunigen, wenn die Maschine vorne hochgeht. Das sieht spektakulär aus, aber die Piloten haben das natürlich alles souverän im Griff. Es
ist auch hier der Kurs dafür, weil es ist nur rausbeschleunigen. Die Kurven sind alle, der Radius ist so, dass man schon rausbeschleunigen muss, bevor man das Kurvenende sieht. Und darauf kommt es hier wirklich an. Und warum sieht man das Kurvenende oft nicht oder warum hat man hier keinen Anhaltspunkt mitten in der Kurve? Ganz einfach, der Belag ist in der Mitte erhöht, fällt nach rechts und links außen ab. Das heißt, es ist eine kleine Straßenbiegung in der Mitte und die versperrt so ein bisschen die Sicht auf den Rand. Und gerade am Fahrbahnrand hat man eigentlich so die Markierungen, die man sich setzt, um umzulenken, um Gas zu geben und andere Dinge zu veranstalten. Also das ist hier relativ kompliziert für die Piloten. Da muss man jede Runde sehr konzentriert fahren. Genau, und man muss viel üben und das war ja Freitag hier möglich. Also es waren 4 freie Trainings und die musste man auch wirklich nutzen. Der Kurs ist schwer zu lernen. Nicht jetzt nur diese 4,7 Kilometer, sondern eben diese Tatsachen mit diesem überholten Straßenbelag etc. Eine herrliche Studie von Christa Lindholm und von Andreas Mecklau. Und schauen Sie sich diese Schwedlage an. Da sieht man, was Gummi alles kann. Unglaublich. Herrliche Bilder, Motorradsport pur, eine Augenweide. Wir kommen raus auf die 700 Meter lange Startzielgerade und dann wollen wir mal mit Udo Mark, der an 3. Position liegt, vielleicht eine Runde mitfahren. Er hat uns seinen Data-Rekorder geöffnet, uns verraten, wie das alles hier funktioniert. Mit 130 bei 11.000 Umdrehungen im 3. Gang geht es durch diese Kurve, dann runter in den 2. Gang, 8.000 Umdrehungen, Tempo 72. Herausbeschleunigen im 3. Gang bis auf 13.000 Umdrehungen, 170 Stundenkilometer. Runter auf 135, hochbeschleunigen jetzt wieder auf 175. Es geht in eine deftige Linkskurve mit 85 im 2. Gang. Der Motor heult auf bis auf 8000 Umdrehungen und dann das volle rausbeschleunigen. Hier werden die Reifen extrem beansprucht. Hoch in den 4. Gang bis Tempo 193, anbremsen, runter bis 93 Stundenkilometer Tempo. 3. Gang hier in dieser Rechtskehre, wieder volles Herausbeschleunigen. Eine etwa 300 Meter lange Gerade, bis auf Tempo 196 geht es da hoch bei 13.500 Umdrehungen im 5. Gang. Diese Kurve im 3. Gang bei 110. Herausbeschleunigen, schalten in den 4. Gang, Tempo 190. Dann geht es im 2. Gang bei Tempo 83 um diese Ecke herum. Und dann wieder, nachdem es hier spitz rechts rum ging, volles Herausbeschleunigen, hochschalten bis in den 5. Gang. 14.400 Umdrehungen bei 216. Dann das Kurvengeschlängel, hier Tempo 77 im 2. Gang. Wir schalten hoch in den 3., kommen bis auf 170 Stundenkilometer. Da heißt es, diese Maschine sauber durch die Kurven durchziehen, rechtzeitig Gas geben, den Schwung mit hinausnehmen. Dann sind wir hier bei Tempo 170. Nochmal kurz das Tempo wegnehmen. Diese lange Rechtskehre im 3. Gang bei 130. Wir jetzt sehen. Und dann kommt die volle Rausbeschleunigung wieder auf die lange Startzielgerade und es geht in die letzte Runde. Der Stand: Christa Lindholm vor Andreas Mecklau, Udo Mark, Gregorio Lavia, Jochen Schmid, Michael Rudroff, Rob Phillis, Eskil Sutter, Arpad Hamati und Robert Hüber. So die Positionen auf den ersten 10 gemessenen Rängen. Christa Lindholm, er ist natürlich cool, erfahren, was es heißt, von der Spitze weg das Tempo zu bestimmen. Er wartet jetzt auf die Attacken von Andreas Mecklau. Er weiß, dass die jetzt kommen müssen. Der hat noch knapp 4 Kilometer Zeit. Die Möglichkeiten verrinnen, obwohl hier auf dem Pannonia-Ring die Überholmöglichkeiten zahlreich sind, Gott sei Dank. Ein Kurs, der sehr viel zulässt. Und das macht diese Rennen hier auch so spannend. Udo Mark scheint mir momentan nicht die Power zu haben, um an den beiden vorbeizugehen. Es entscheidet sich zwischen Christa Lindholm und Andreas Mecklau. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Die beiden scheinen beim Herausbeschleunigen einfach diesen Tick mehr Speed zu haben. Es ist wirklich, Andi kann dranbleiben, aber er hat so diese richtige Nähe noch nicht zum Überholen. Aber er wird es noch versuchen. Und es ist halt einfach so dieses Breitwerden von Christa jetzt. Das ist natürlich in der letzten Runde ganz normal. Muss natürlich aufpassen, dass er jetzt nicht überzieht, der Andi Mecklau, und sich seine tollen Meisterschaftsrang vielleicht noch versaut gegen Ende der Saison. Am Nürburgring ist er ja schon mal kräftig auf den Apfel geflogen. Das sollte er hier tunlichst vermeiden, denn wir wollen ihn natürlich im 2. Lauf sehen, ganz klar. Aber hier muss man voll am Limit fahren, um was zu reißen. Und da reicht schon der kleinste Tick zu viel und dann geht der Hinterreifen weg, der jetzt natürlich nach gut 10 Runden auch etwas nachlässt. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Die Maschine von Andi Mecklau liegt dennoch sehr gut. Sie haben was an der Gewichtsverteilung gebastelt, haben 1,5 Kilo nochmal abgespeckt, das Gewicht anders verlagert
Und der Andi ist hochzufrieden. Er meint, damit hat sich der Start beim WM-Lauf in Assen am A1-Ring schon gelohnt. Dennoch, er kommt nicht an Christa Lindholm vorbei. Der gewinnt zum 7. Mal im Verlauf der Saison. Der große Traum von Andreas Meklau, er bleibt ein Traum. Er muss warten bis mindestens Lauf 2, um endlich mal an diesem Schweden vorbeiziehen zu können. Und die Prognose hat hingehauen. Udo Mark, er ist Dritter geworden in diesem Rennen. Gregorio Lavia auf Rang 4, dann Jochen Schmid und Michi Rudroff. Das also das Ergebnis in diesem ersten Durchgang auf dem neuen Pannonia Ring. Und auch das kennen wir, das Wheelie für die Zuschauer nach dem Zieldurchlauf von Christa Lindholm. Zufriedene Zuschauer am Pannonia Ring, Sie haben einen tollen ersten Lauf gesehen und diesen Reifen brauche ich nicht mehr. Schönen Dank an die Firma Michelin, der hat mir geholfen zum Laufsieg und tschüss, weg damit. Wir sehen der Sieger, der strahlende Triumphator Christa Lindholm vor Andreas Meklau und Udo Mark. Das sind die drei, die dieses Rennen absolut bestimmt haben. Hut ab auch vor Michi Rudroff, Jochen Schmid, wir sehen ihn hier auf Rang 5. Aber der Michi aus Bayern hat sich durchgebissen nach seiner schweren Knieverletzung. Dieser 6. Platz für ihn mit Sicherheit wie ein Sieg. Rob Phillips mit gebrochener Hand und verdrehten linken Knie noch auf Rang 7. Auch das nötigt mir eine Menge Respekt ab. Und wir haben noch ein paar wichtige Verbrauchertipps für Sie. Dann sind wir wieder zurück. Sein 7. Sieg insgesamt in der Pro Superbike Meisterschaft, Christa Lindholm. Congratulations, Christa. You blew up your engine by the warm-up. Ich habe ihn gefragt, er hat seine Maschine beim Warm-up leider, hat sie den Geist aufgegeben, aber trotz alledem mit der Ersatzmaschine, you worked well with your other engine, right? I don't say it often enough, but my team was amazing. Shifting engine from a spare bike to this bike in 40 minutes was really a very rocket ship. Also er hat gesagt, ein ganz, ganz großes Kompliment an seine Mannschaft. Sie haben die Ersatzmaschine innerhalb von 40 Minuten fit gemacht, auf ihn eingestellt. Also ein unglaublich gutes Team. Christa, one more win and you got the championship on your... Entschuldigung, sorry. Ein weiterer Sieg und die Meisterschaft gehört ihm. Yes, I know. I'm trying to not think about it. Difficult though, because now it's getting close. It's 25 points for 3 races. Normally should be possible, but it's not. Mick Doohan was champion 92 and he never ended up as a champion, so very careful. Also Christa Lindholm ist ein vorsichtiger. Er sagt, obwohl er natürlich große Chancen hat, die Meisterschaft zu gewinnen, noch ist sie nicht gewonnen und er wartet erstmal das nächste Rennen ab. Anyway, congratulations and I hope you do well in the next race. Thank you, Christa. So, und der Zweitplatzierte des heutigen Tages, das ist der Andi Meklau. Andi, herzlichen Glückwunsch erstmal zum 2. Platz. War wieder mal ein heißes Rennen. Du bist eigentlich taktisch sehr gut gefahren. Am Anfang zurückgehalten, danach schön rangekommen, aber war der Witze zu wenig. Ich weiß nicht, irgendwas ist verhext momentan. Also in der WM läuft es perfekt und in der WM ist es halt so, wir haben mehr Runden. Aber man muss eins dazu sagen, der Start war nicht perfekt. Also wenn man dort das 4. einbiegt und der Gregor Lavilla, man weiß, der ist schwer zum Überholen. Und ich glaube, der Uda hat es uns auch bestätigt. Und der Christa hat den Profit geschlagen, eigentlich, dass er eigentlich schöne Runden fahren hat können und keinen Druck gehabt. Und das, ich habe mich eigentlich ein bisschen zu lange aufgehalten wieder und es war zum Schluss zu schwer, eigentlich irgendwo vorbeizukommen. Also Christa ist Kampflinie gefahren und dann ist es halt wieder knapp. So, und den Drittplatzierten haben wir hier, den Udo Mark. Der kommt auch zu mir. Udo, tolle Leistung. 3. Platz in diesem Rennen. Wieder mal am Siegertreppchen, also es läuft doch viel besser jetzt in der Saison. Ja, es läuft ganz, ganz viel besser. Wir können uns hoffentlich toi, toi, toi weiter so auf dem Podest behaupten. Und unsere Zielsetzung ist ganz klar, ein Rennen nach dem anderen zu nehmen und so gut wie möglich abzuschneiden. Also Udo Mark nochmal, alles klar und alles Gute fürs nächste Rennen. Viel Spaß, danke dir. Wir gehen zurück zu Peter Kohle. Ja, vielen Dank. 3 strahlende Sieger, 3 Aussagen, die alles beinhaltet haben, was diesen ersten Lauf ausgemacht hat. Und wir wollen uns mal das Gesamttableau demnächst angucken, aber zunächst mal die Siegerehrung, die gehört dazu und die wollen wir den 3 Herren auch nicht wegnehmen. Schneller Schluck aus der Pulle, das muss ebenfalls bei diesen Temperaturen sein. Die Insider wissen, mindestens 3 Liter Flüssigkeit vor dem Rennen, dann 2 danach, sonst geht hier nichts mehr. Wir sehen den Gesamtpunktestand nach dem 11. Durchgang der Saison. Christa Lindholm von 202 jetzt auf 227 Punkte hochgezogen und genau 50 Zähler Vorsprung hat er jetzt. Wenn er seinen Vorsprung noch ausbauen kann auf Andreas Meklau um einen weiteren Punkt, dann hat er es.
vor den letzten beiden Läufen am Hockenheimring. So einfach die Aufgabe also für Lauf 2 hier am Pannonia-Ring. Er muss nur einen Platz vor Andreas Mecklau ins Ziel kommen. Bevor es aber soweit ist mit dem zweiten Durchgang, wollen wir uns noch einer anderen Motorradkategorie zuwenden.